Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr den Stufenrock Alice näht. Das ist einfach ein super süßer Sommerrock, der auch perfekt für Anfänger geeignet ist. Wir schneiden jetzt als erstes das erste Rockteil zu. Dieses Teil brauchen wir ja 4-mal. Wir schneiden es einmal so rum zu und dann drehen wir es einmal um in die Richtung. Ich schneide jetzt als erstes das Teil aus und dann machen wir die nächsten. Ganz wichtig, bevor ihr das Schnittmuster wieder abnehmt, markiert kurz auch die Knipse. Hier in dem Stufenrock haben wir in der Mitte einen Knips und dann haben wir hier und hier an der Taille noch einen Knips und dann noch 2 Knipse rechts und links, die den Saum markieren. Dann drehen wir das Rockteil einmal um und legen es nochmal hier oben an. Und dann machen wir hier einfach nochmal das Gleiche. Und dann können wir auch parallel noch den Unterrock zuschneiden. Den brauchen wir auch 2-mal. Der muss allerdings im Bruch, also der muss an die Bruchkante hier angelegt werden. Den machen wir einmal und daneben noch ein zweites Mal. Und dann haben wir noch den Bund. Der muss auch im Bruch dann noch daneben. Wenn ihr das Futterteil zugeschnitten habt, auch hier nochmal Knipse setzen. Einmal auf jeden Fall immer den Bruch knipsen und dann oben an der Kante jeweils in der entsprechenden Größe einen Knips und unten ist auch nochmal einer. Das erste Futterteil zugeschnitten habt, könnt ihr auch noch das zweite direkt zuschneiden. Auch zuschneiden und Knipse markieren. Und als letztes dann noch der Bund, der kommt auch direkt an den Bruch. Zuschneiden, die entsprechenden Knipse markieren. Auch hier wieder den Bruch auch immer mit markieren und hier oben und unten die Knipse. Als erstes nehmen wir jetzt unseren Bund und bügeln ihn einmal horizontal zur Hälfte. Dann klappst du den Bund wieder auf und legst ihn rechts auf rechts aufeinander, damit du die kurze Seite hier bei 1 cm schließen kannst. So, jetzt haben wir ganz viele Nähte zu schließen. Wir schließen einmal den Futterschnitt, also legen wir die beiden Futterschnittteile rechts aufeinander und schließen einmal rechts und links die beiden Seitennähte bei 1 cm. Und das gleiche machen wir auch mit den Rockteilen. Wir haben ja jetzt 4-mal das gleiche Rockteil und da legen wir jetzt jeweils immer 2 aufeinander, rechts auf rechts. Und schließen dann auch jeweils diese beiden Kanten. Danach können wir dann auch alles schön auseinanderbügeln, die Nahtzugaben, und dann geht es weiter. Nun nehmt ihr euch euer Rockfutter und näht nun an die untere Kante, also die Kante, die ein wenig länger ist als die obere, näht ihr dann jetzt eine Rockstufe an. Das machen wir dann rechts auf rechts, also ziehen wir dann das Futter in die Rockstufe und wir haben jetzt hier wieder überall Knipse, die uns helfen, das Ganze richtig zu positionieren, und dann nähen wir die Rockstufe bei 1 cm an. So sieht der Rock dann jetzt aus und die andere Rockstufe wird jetzt rechts auf links auf die obere Kante genäht. Also ziehen wir jetzt den kompletten Rock in die Rockstufe, so dass die obere Kante bündig liegt. Wir haben dann die Seitennähte aufeinander und dann können wir die beiden Kanten aufeinander legen und bei 1 cm schließen. Wenn ihr merkt, wie ich jetzt hier, dass das Rockteil länger ist als das Futterteil und ihr bekommt das auch durch leichtes Ziehen nicht gerade, dann steckt euch die Knipse aufeinander und bügelt den Stoff noch mal ein bisschen ein. Also mit dem Bügeleisen einmal so ein bisschen mit viel Dampf draufgehen und dann passt sich die Länge oft schon ein wenig an. Und jetzt nähen wir noch rechts auf rechts den Bund an den Rock. Ihr habt wieder Knipse, die aufeinander passen müssen, und jetzt lasst ihr dann an der Naht 10 cm offen, da ziehen wir dann gleich das Gummi ein. Also der Bund liegt jetzt hier genau zur Hälfte gefaltet und er liegt jetzt dann genau bündig mit der Kante von dem Rockteil und dem Futter und wir nähen jetzt alles in einem bei 1 cm zusammen. Achtet darauf, wie gesagt,
dass die Knipse alle schön aufeinander passen. So, dann ist der Rock auch schon fast fertig. Es fehlt nur noch das Gummiband und das fädeln wir jetzt ein. Dafür brauchen wir eine Sicherheitsnadel. Die pieksen wir einmal auf das Ende vom Gummiband und dann ziehen wir das Gummi in den Bund, so dass wir nachher beide Enden vom Gummiband in der Hand halten können. Und dann können wir den Rock nochmal anprobieren und danach den Bund schließen und dann sind wir fertig. So, jetzt habe ich hier beide Gummibänder wieder sichtbar. Lege die Gummibänder übereinander, mache die Sicherheitsnadel da drin fest und ziehe das Gummi wieder in den Bund und dann können wir es anprobieren. Wir schneiden jetzt als erstes. So, ich habe das Gummiband jetzt in den Bund gezogen. Ihr könnt da einmal so dran ziehen und dann könnt ihr den mal anprobieren und schauen, ob der passt. Und was ihr jetzt auch seht, ist, ob das Gummiband sich verdreht hat. Bei mir hat es sich definitiv verdreht. Das muss ich jetzt noch entwirren und dann können wir das Gummiband festnähen, den Bund schließen und dann sind wir fertig. So, ich lege mir jetzt mein Gummiband flach übereinander und dann können wir die Naht noch mit einem großen Zickzack schließen und dann schließen wir noch den Bund und dann sind wir fertig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Bund jetzt auch nochmal absteppen. Wie das genau geht, zeige ich euch in dem Bundvarianten-Add-on. Und dann sind wir eigentlich fertig. Wie ihr aber seht, ist der Saum noch nicht fertig. Und das machen wir jetzt auch noch nicht, denn dieser Rock ist ein Tellerrock. Und dann haben wir relativ viel im schrägen Fadenlauf zugeschnitten. Und dann kann es sein, dass sich der Stoff noch ein bisschen verzieht. Deswegen solltet ihr jetzt Folgendes machen. Ihr nehmt den Rock, hängt den jetzt ungefähr so 24 Stunden einfach zur Seite. Dann kann er sich so ein bisschen auslängen. Und danach messt ihr nochmal die einzelnen Strecken, ob die alle noch gleich lang sind. Und wenn sie nicht gleich lang sind, bringt die alle auf eine Länge, also beide Stufen auf eine Länge und dann könnt ihr das Ganze säumen. Säumen könnt ihr das mit einem Rollsaum oder ihr bügelt es zweimal 0,5 cm um oder einmal 1 cm oder wie ihr es machen wollt, es ist euch überlassen, wie kurz ihr den auch haben möchtet und genau, das wäre ganz, ganz wichtig, denn wenn ihr den jetzt säumen würdet und dann tragt ihr den, dann lenkt er sich eventuell unterschiedlich und dann habt ihr eine unterschiedliche Saumkante, das wäre dann, glaube ich, nicht so schön, aber ich würde sagen, der Aufwand lohnt sich, denn danach habt ihr einen richtig, richtig schönen Stufenrock, denn das sieht man ja jetzt schon, der ist richtig toll und der schwingt richtig schön, das würde man nicht hinbekommen, wenn man keinen Tellerrock machen würde, wenn man die Bahnen einfach nur gerade machen würde, würde der nicht so schön fallen und deswegen habe ich das gemacht, weil ich das einfach wunderschön finde und ja, es ist ein bisschen Aufwand, sage ich mal, weil man noch an einem anderen Tag noch mal ran muss, aber es lohnt sich. Falls ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir gerne an christina@bara-studio.com und ich würde mich freuen, wenn ihr mich hier bei YouTube abonniert und bei Instagram findet ihr mich auch unter bara_studio. Ich freue mich aufs nächste Video.